Bei mir ist es immer so, ich taste mich an so eine Arbeit immer ran. Das ist, am Anfang kann man das überhaupt nicht sagen, ob es jetzt geplant war. Das Bild sah auch schon mal komplett anders aus. Und ich war unzufrieden damit, weil ich immer nach einer gewissen Oberflächentextur suche. Also es sieht am Anfang fast aus immer wie eine informelle Arbeit. Also im Prinzip nur schrundige Farbstrukturen. Und es hatte auch schon mal eine andere Farbigkeit gehabt. Und es war sogar schon mal viel heller. Und ich hatte dann das Bild komplett abgeschrubbt, weil ich unzufrieden war, habe es mit Aceton komplett runtergeholt, bis es dann so eine ganz merkwürdige Oberflächenstruktur gegeben hatte. Und dann blieb mir eigentlich gar keine andere Wahl mehr, als es ganz entschieden in eine Richtung zu treiben. Es konnte dann weder hell noch grau werden, sondern es musste wirklich dann so eine Dunkelheit bekommen. Ich mache also auch immer so ein Bildarchiv, wo ich sehr viele Fotos sammle, die mich interessieren. Und hat da verschiedene Satellitenfotos mir angeschaut, was die so für eine Farbigkeit hatten, ohne dass es jetzt zu fotorealistisch ist und so. Und habe dann eben einige Farben da rausgeholt, die auch ganz präzise mal angemischt und die dann aber auch wieder in so einem fast tachistischen Bildfindungsverfahren da drauf gespritzt, laufen lassen, drüber gegossen, bis ich dann irgendwann so eine Oberflächenstruktur hatte, die mich da interessiert hat. Und ganz am Schluss muss man natürlich dann durch gewisse zeichnerische Elemente wie diese Lichtpunkte einen Kontrast setzen, damit da irgendwo auch dann eine Struktur reinkommt, weil es natürlich nicht eine reine informelle Malerei dann bleiben darf oder kann. Der Arbeitsprozess ist eben, dass man eine vage Vorstellung hat. Beispielsweise, ich interessiere mich jetzt mal für so eine Luftperspektive und für eine ganz flache Arbeit. Also im Prinzip, man denkt ja auch bei der Arbeit ganz kalt und ganz abstrakt und denkt ja nur darüber nach, macht man mal ein Bild, was ganz flach ist und es trotzdem interessant ist. Es hat überhaupt keine Tiefe in dem Fall. In der Serie damals hatten mich immer so Orte interessiert, die inhaltlich an so einer Schwelle standen, wo so ein Zivilisationsvertrag, den man mit der Realität hat in der Gesellschaft, in der man sowieso lebt, wo der so kippt. Und das waren für mich dann immer Orte, wo so Bruchstellen der Zivilisation oder beziehungsweise wo diese Verträge, in denen wir uns bewegen, nicht mehr gegolten hatten. Und das waren dann eben irgendwelche Satellitenaufnahmen von irgendwelchen, in dem Fall war es ein Terrorcamp. Diese Eindeutigkeit, das ist eben etwas, was mich nicht interessiert. Also, und ich glaube eben, dass die Malerei, so alt sie ist, aber dass sie immer noch in der Lage ist, bestimmte Zwischenzustände, die man eindeutig oder mit so einer prosaischen Sprache eben, wie gesagt, nicht benennen kann, auf eine Weise, wo einem ganz gerechtfertigterweise die Worte dann wegbleiben, eben einfängt oder einfangen kann. Ja, aber natürlich nur, wenn man sich mit den Fakten der Realität beschäftigt. Ich glaube eben, dass man ein gemaltes Bild ganz anders wahrnimmt aufgrund der Oberfläche. Das geht, glaube ich, auf eine andere psychische Wahrnehmungsebene hinein als jetzt eine Arbeit, die man technisch herstellt oder fotografisch macht. Und das interessiert mich eben.